Wow, es ist so schön, wenn wir miteinander im Lobpreis, in der Anbetung und im Gebet von Gott sein können. Und ich denke ganz besonders heute an den Pfingstsonntag, wenn wir das wirklich auch tun und auch pflegen. Ich möchte vielleicht ganz kurz mal zurückschauen, warum predigen wir eigentlich, was wir predigen. Im Zusammenhang auch mit der Pfingstpredigt war es so, ich bin ins Gebet gegangen und in einer Gebetszeit habe ich plötzlich über Pfingsten angefangen nachzudenken. Und dann kommt von Gott her so ein Impuls, über was ich predigen soll. Und ich war ein bisschen unsicher, habe gedacht, ja, Pfingstgemeinde, Pfingsten muss man über Pfingsten selber reden, Geistestaufe und so weiter, die klassischen Pfingstthemen. Aber ich habe ein bisschen etwas anderes auf dem Herzen gehabt und ich habe mich dann mit meinen Pastorenkollegen abgesprochen, die Englisch und Portugiesisch predigen, die gleiche Message. Und ich habe sie gefragt, könntet ihr sehen, dass wir über Römer 14, 17 predigen? Dann haben sie schnell überlegt, was dort steht. Und beide haben eine riesige Begeisterung bekommen. Und mit dem Schub will ich auch in die Botschaft hinein. Weil dort drin steht etwas über den Heiligen Geist, wo gewaltig ist, auch für unser persönliches Leben. Der Paulus sagt nämlich im Römer 14, 17 Folgendes. Im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Und das Thema vom heutigen Pfingstsonntag, das Thema von der Freude im Heiligen Geist. Ich glaube, wenn wir das so lesen in der Bibel, merken wir, hey, das ist etwas entscheidend. Gott möchte etwas für uns. Und das ist ein Leben, eine Lebensdimension von dieser Freude im Heiligen Geist. Jetzt ist es so, wenn wir so einen Bibeltext lesen, einzelne Bibelvers, ist wichtig, dass wir wissen, in welchem Zusammenhang ist er geschrieben. Warum hat der Paulus eigentlich den Vers überhaupt geschrieben? Warum steht der so in der Bibel? Was ist der Zusammenhang eigentlich? Und zwar jetzt Folgendes gegeben. Römer 14 im gleichen Kapitel steht nämlich vorher, dass sich die einen Christen gestritten haben. Die haben sich wirklich richtig gestritten. Da ist es um Essensregeln gegangen, um Diätregeln gegangen. Was soll man essen, was darf man nicht essen und so weiter. Und ich habe gedacht, wow, Déjà-vu, genau wie im 21. Jahrhundert. Grosse Diskussion über das Essen. Und eine andere Gruppe hat gestritten miteinander. Ja, wie ist jetzt das? Hey, bis jetzt hat es für uns gar keine heiligen Tage gegeben. Jetzt müssen wir plötzlich da anscheinend einen Tag aussondern für Gott. Sollen wir das nicht? Und es waren riesige Diskussionen. Und die einen, die haben es wirklich mega ernst gemeint, ganz ernsthaft unterwegs gewesen. Und der Paulus sagt, es gibt zweierlei Menschen. Es gibt die mit einem sehr feinen Gewissen und die mit einem sehr starken Gewissen. Und er sagt aber ganz wichtig Folgendes. Er sagt, nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Und jetzt kommt es, und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Kennt ihr das auch, dass man sich so schnell streitet? Die wegen irgendwelchen Sachen. Und das Schlimmste ist, wenn Christen anfangen zu streiten miteinander über irgendwelche Themen. In den letzten Wochen habe ich noch nie so viele YouTube-Links und Artikel zugeschickt bekommen. Und es war mehr, als ich zeitlich überhaupt anschauen konnte. Aber vieles davon, jawohl, war hilfreich gewesen, aber es hat auch noch mehr Zeug dabei gehabt, wo ich gedacht habe, hey, es ist spekulativ, es löst Ängste aus, es löst Befürchtungen aus, es sind Meinungen von Menschen und so weiter. Und viele Christen, wenn sie irgendetwas sehen auf YouTube oder einen Artikel lesen, dann hausieren sie damit. Dann müssen andere auch so sehen wie sie, andere müssen es auch glauben. Und ich glaube, das kann manchmal hilfreich sein, aber grundsätzlich müssen wir sehen, es ist eine riesige Gefahr drin, dass man anfängt zu streiten über so Sachen. Und was sagt die Bibel? Um was geht es eigentlich im Kern? Ich werde unseren Vers noch mal lesen. In Römer 14, 17. Im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt oder was man für Meinungen hat, die x verschiedene Sachen, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Und ich denke, wir brauchen etwa die, auch als Christen, auch wenn man vielleicht von Christen weiss oder über Christen nachdenkt, braucht es diese Justierung. Um was geht es denn eigentlich? Es geht nicht um irgendwelche sekundären Themen, sondern um Gerechtigkeit, um Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wir haben in den letzten Wochen über das nachgedacht in unserer Serie «Felsenfest».
Gerechtigkeit, was ist es? Warum ist es so entscheidend wichtig für uns? Es ist das, was wir überkommen durch den Glauben an Jesus Christus. Gerecht zu sein vor Gott, dass es keine Anklage mehr gibt in unserem Leben. Durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Leben bekommen, wo Gott uns anschaut, als hätten wir alles erfüllt, was Gott hätte wollen. Hey, und das löst unglaublich Positives bei uns aus. Menschen, die wissen, ich bin gerecht vor Gott, das sind Menschen, die dann eben in die zweite Dimension reinkommen, in den Frieden. In Frieden mit Gott. Es Wissen, dass ich Frieden habe mit Gott, dass Gott nicht mehr zornig ist über meine Sünde in meinem Leben, sondern es ist mir vergeben. Frieden mit Gott. Und wer das wirklich lebt und dort drin einen Fokus setzt, der strahlt dann auch Frieden aus. Und ich glaube, das weiß selber, wie es ist, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die, ich sage jetzt bewusst, friedlich sind, oder Menschen, die immer wieder zum Streiten oder so neigen. Und er sagt, hey, das ist so wichtig. Es ist eigentlich ein Dreiklang. Gerechtigkeit, das ist die Grundlage. Frieden, das ist das erste Resultat daraus. Und dass wir in diesem Frieden leben. Und dann die dritte Dimension, über das wollen wir heute reden, Freude im Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott uns heute, dass Gott dir einen Durchbruch in die Freude möchte schenken. Einen Durchbruch in die Freude im Heiligen Geist. Ganz offen, es gibt doch genug Sachen, die uns etwa die Sorgen machen im Leben. Sorge um die Zukunft, Sorge ums Geld. Im Moment sicher viele Menschen, die Sorgen haben um den Job. Vielleicht Sorgen, wie es daheim weitergeht. Man war näher aufeinander zusammen, ist etwa die vielleicht zu näher zusammen miteinander. Und so Sachen können uns mega stressen. Und ich denke, so Momente der Trauer, die wir erleben. Es gibt natürlich normale Momente der Trauer. Ich glaube, es gibt Momente, wo wir einfach auch durch müssen. Der Verlust von einem geliebten Menschen. Vor 3 Wochen ist eines von unseren Meersäulen gestorben und ich sehe jetzt noch Tränen in den Augen von meinen Töchtern und ganz offen gesagt, ich musste auch brüllen. Aber es ist eine Trauer, wo Gott möchte, dass wir nicht drinnen bleiben. Die Bibel sagt auch, manchmal trauern wir auch über unsere eigene Sünde, sind betroffen. Wie hätte mir das passieren können? Jetzt bin ich doch vielleicht schon so lange mit Gott unterwegs. Warum geschehen gewisse Sachen in meinem Leben noch immer? Habe ich es noch nicht im Griff? Und dann möchte Gott, egal woher die Trauer kommt, er möchte, dass wir aufstehen wieder, dass wir nicht in der Trauer bleiben. Für Sünde gibt es Vergebung von Gott. Für Trauer, für Sorgen gibt es Trost von Gott, gibt es Ermutigung von Gott. Im Psalm 30, Vers 6 steht einer von meinen Lieblingsverse und dort heißt: Die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Ich denke, wenn wir rasch nachdenken über den Vers, dann sehen wir, Gott lässt auch Momente der Trauer auch zu unserem Leben. Momente vielleicht auch von der Sorge. Aber weißt du was? Gott will uns jeden Morgen neue Freude schenken. Jeden Morgen neu beschenken mit seiner Freude. Aber wir müssen etwas zulassen. Etwa die müssen wir so Sachen auch ablegen in unserem Leben. Gott vergleicht es so mit einem Kleid, das wir abziehen. Und so heißt es nämlich im Psalm 30, Vers 12, Du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir die Trauergewänder ausgezogen und mir Freude geschenkt, damit ich dich preise und nicht schweige. Hey, das ist Gottes Programm für uns. Dass die Sachen in unserem Leben, die nicht durchdrungen sind von Gottes Freude, dass er uns die wegnehmen kann, dass wir die wie Kleider abziehen können und etwas Neues bekommen, nämlich wirklich eine tiefe Freude aus Gott. Im Englischen gibt es so einen schönen Vers oder eine schöne Redewendung, die heißt: Joy is not circumstantial, joy is supernatural. Und ich glaube, genau um das geht es. Die Freude, von der wir reden heute, das ist nicht eine Freude, die abhängig ist von den Umständen, sondern die Freude, von der wir reden, die Freude im Heiligen Geist, ist eine übernatürliche Freude, die wir haben dürfen, auch wenn es äußerlich gar kein Grund ist, um uns zu freuen. Es ist interessant, wenn wir mehr in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, Jesus ist manchmal so anders, als wir uns ihn vorstellen. So viele Menschen denken, Jesus sei irgendwie ein mega ernster Mann gewesen, oder er sei eher so ein bisschen softy gewesen. Oder es gibt Menschen, die denken über Jesus, ja, weißt du, bei Gott und bei ihm, da ist alle Freude verboten. Aber schauen wir doch mal, was die Bibel selber sagt. Johannes 15,11.
redet Jesus davon. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein oder sie soll überschwänglich sein, sie soll komplett sein, sie soll vollständig sein, also die volle Kanne von der Freude. Oder in Johannes 16, 24 sagt Jesus, bittet in meinem Namen, also betet, in meinem Namen, im Namen Jesus, und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Das ist etwas, was Gott uns will geben, Gebetserhörungen, dass wir uns freuen können, wie kleine Kinder, vielleicht wenn sie Geburtstag haben, über Gott und auch über seine beantworteten Gebete. Im 1. Johannes schreibt der Schreiber Folgendes: Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Und ich glaube, das ist das Geheimnis in dem Vers. Ich glaube, Gott möchte den Level, das Maß von unserer Freude in unserem Leben immer mehr und mehr und mehr entwickeln. Oder man kann es eigentlich sagen, jemand, der Gott kennt und der in seinem Glauben eine gute und eine gesunde Entwicklung macht, wird nicht jemand sein, der immer ernster und nachdenklicher und zynischer und kritischer und streitsüchtiger wird, sondern er wird garantiert jemand sein, der zunimmt in der Freude in seinem Leben. Und im Philipper 4 sagt der Paulus in dem bekannten Vers, wo er aus dem Gefängnis schreibt: Freut euch im Herrn, und ich betone es noch einmal, freut euch. Weißt du was, das ist ein Befehl. Das ist, wenn jemand in der Bibel dir etwas sagt zu deinem Besten, wo du einfach machen sollst. Man hat übrigens herausgefunden, wenn Menschen sich entscheiden, sich zu freuen, passiert etwas. Gefühle kommen nachher, Gesichtsmuskeln mit einem Lächeln kommen in Aktion und es löst etwas Positives, auch körperlich, auch psychisch für uns aus, wenn wir ganz bewusst wirklich auch etwa die Lächeln oder das Lachen auf unserem Gesicht auch haben. Die Bibel meint damit nicht, dass wir irgendwie crazy durchs Leben gehen und johlend durchs Leben gehen, aber sie meint mit dieser tiefen Freude von Gott, die man eben auch merkt. Und ich habe mich gefragt, warum will das Gott für uns? Warum ist ihm die Freude so wichtig? Ich glaube, erstens einmal, Gott will uns die Freude schenken, einfach um uns gut zu tun. Hand aufs Herz. Mit Freude geht es doch besser im Leben. Alles, was du gerne machst, alles, wo du Freude hast dabei, das fällt dir viel leichter. Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern wie eine coole Beschäftigung. Auch schwere Sachen sind für uns viel leichter, wenn wir in uns innen wie eine Quelle von der Freude haben. In Nehemia 8, Vers 10 hat im Alten Testament der Leiter vom Volk einmal Folgendes gesagt: Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Du kannst auch Folgendes feststellen in deinem Leben: Je mehr, dass dich die Freude vom Geist Gottes wirklich erfüllt, desto mehr Power hast du. Du hast mehr Power für Situationen in deinem Leben, du hast mehr Power im Umgang mit Menschen, du hast mehr Power auch im Moment der Versuchungen zu widerstehen. Du hast mehr Power, einfach als Grundlevel in deinem Leben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich möchte dir wirklich heute auch sagen, wenn du mehr Freude brauchst, Gott hat sie parat für dich, wir werden dafür noch beten. Gott will es für uns, weil es uns gut tut. Ich glaube, Gott will noch etwas für uns. Die Freude möchte er, weil wenn wir erfüllt sind von Freude, sind wir ein anderer Segen, ein besserer Segen für Menschen um uns herum. Bist du schon mal mit Leuten unterwegs gewesen, die zynisch waren, die sich immer beklagen, die immer negativ sind? Ich kann dir sagen, wenn du länger mit so Menschen zusammen bist, du merkst, es tut mir irgendwo nicht gut. Aber bist mit Leuten zusammen, die sich freuen. Wenn im Büro irgendwo die Mitarbeiter irgendwo lachen, ich gehe raus aus meinem Büro, ich will schauen, warum sie lachen, was ist gelaufen, an was haben sie Freude. Und das können manchmal ganz einfache Sachen sein. Und ich merke einfach, Freude ist etwas, es ist attraktiv. Christen, die freudlos durchs Leben gehen, die leben nicht wirklich attraktiv. Warum solltest du ein Leben wählen, wo einer irgendwo traurig, zynisch, negativ durchs Leben geht? Das ist nicht attraktiv. Menschen, die sich freuen, Menschen, die Freude ausstrahlen, das ist toll, das ist attraktiv, das ist etwas Anziehendes. Etwa die gar nicht pfeifen durch die Gänge in unserem Büro. Und wenn der Generalsekretär um den Weg ist, dann sagt er: Oha, der Chef pfeift. Das heisst, es muss ein guter Tag sein. Gott hat noch Grosses vor mit unserer Gemeinde.
Ich denke, Freude ist auch so wichtig, weil Gott sich von Herzen mit uns freut, wenn wir uns freuen können. Ich habe ja Kinder zu Hause, meine beiden Töchter, und ich stelle Folgendes fest: hey, wenn sie Freude haben, wenn sie es gut haben miteinander, das ist eine andere Familienstimmung, als wenn sie streiten miteinander. Und ich glaube, und ich freue mich selber, genau so oder ähnlich ist es, wenn wir mit Freude durchs Leben gehen. Wir haben einen Vater im Himmel, der einfach sagt: hey, das ist die Dimension, wo ich will, dass du drinnen lebst. Ich werde im letzten Teil zu diesen Gedanken kommen, wie können wir durchbrechen zu dieser Freude im Heiligen Geist. Und zwar denken wir nochmal an unseren Vers. Der Paulus sagt, es gibt Sachen, die zählen, die entscheidend sind. Oder man kann es in anderen Worten sagen, konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Auf Gerechtigkeit, auf Frieden, auf Freude im Heiligen Geist. Jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich älteren Leuten geholfen, dass sie am Computer daheim können Predigten mitschauen. Der einen Familie habe ich das Internet eingerichtet daheim. Und mit der einen Firma, die schauen sollte, dass das Internet läuft, hatte ich riesige Lampen. Stunden an der Hotline, Telefon hin und her, es hat einfach nicht geklappt. Und ich habe gemerkt, es fängt mich an zu nerven und es zieht an meinen Geduldsfaden. Und an so einem Moment habe ich gedacht, Gott, jetzt versuche ich da Leuten zu helfen und so. Aber irgendwo, hey, es läuft wirklich nicht, wie ich will. Was ist los? Und plötzlich spüre ich einfach, hey, wie Gott zu mir redet aus seinem Geist und sagt: hey Matthias, konzentriere dich jetzt doch nicht auf diese Sachen. Was zählt denn wirklich? Und ich bin an den Römer 14, 17 erinnert worden, was zählt denn eigentlich? Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und ich habe gemerkt, ich kann mich entscheiden, dass nicht so Umstände mir die Freude im Leben rauben. Und ich will dir das auch zusagen am heutigen Tag. Lass nicht zu, dass Umstände oder Menschen oder Krankheit oder irgendein Schicksal dir die Freude nimmt, die du in Gott kannst haben. Du bist der Hüter von der Freude von Gott in deinem Leben. Vielleicht gibt es so Sachen, die du bewusst loslassen musst. Wir haben gesehen, so das Trauergewand, dass wir das wirklich abziehen können. Und vielleicht willst du Gott heute sagen: hey, mich belastet eine Sorge, vielleicht um ein Kind. Mich belastet eine Sorge um meine Zukunft, vielleicht für eine Lehrstelle, vielleicht für einen Job, vielleicht wegen der Finanzen, wegen dem Beruf. Mich belastet das immer wieder. Weißt du, das gib's doch Gott. Und lass nicht zu, dass dein Herz, deine Seele erfüllt bleibt von solchen Sachen. Gib es Gott an, sag: Jesus, ich trenne mich davon, und du machst Platz in deinem Herz für die Freude Gottes. Konzentriere dich auf das, was wirklich zählt. Auf Gerechtigkeit, die wir durch Jesus empfangen, und auf den tiefen Frieden, der in unsere Herzen strömt, und den Frieden, den wir auch haben in Jesus Christus mit Gott. Vielleicht sagst du: hey, ich habe das noch gar nicht, mir fehlt die Dimension in meinem Leben. Und weißt du, ich werde dich jetzt einladen, dass du ganz persönlich eine Beziehung kannst anfangen mit Gott, wo der Friede, die Gerechtigkeit und auch die Freude im Heiligen Geist in dein Leben strömt. Und ich werde dich einfach einladen, bete doch jetzt mit mir. Und ich glaube, du kannst sagen: Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du für mich gestorben bist. Bitte komm in mein Herz. Bist mein Retter und mein Herr, und vergib mir alle meine Sünden. Übernimm von jetzt an Kontrolle über alle Bereiche von meinem Leben. Jesus, füll mich mit dem Heiligen Geist und brauch mich für deine Herrlichkeit. Ich möchte dir dienen, alle Tage von meinem Leben. Danke, Vater im Himmel, dass ich jetzt dein Kind sein darf, im heiligen Namen von Jesus Christus. Amen. Durch das Gebet, und wenn du das geglaubt hast in deinem Leben, ist Gottes Geist in dein Leben gekommen, und du hast jetzt Zugang bekommen zu dieser Freude im Heiligen Geist. Und ich werde dir Mut machen, so wie Pfingsten, die ersten Christen ab Pfingsten den Heiligen Geist erwartet haben, dass er kommt und sie füllt mit der Kraft Gottes. Genauso möchte ich dir jetzt Mut machen, die Heil. Erwarte jetzt in dem Moment: Geist Gottes, komm du. Geist Gottes, füll du mich. Füll du mich mit dieser Kraft,
mit dem Frieden, mit der Gerechtigkeit und mit der Freude im Heiligen Geist. Was kann dir helfen, wenn du die Grundlage gelegt hast, die Freude im Heiligen Geist besser kennenzulernen? Ich glaube, was dir sehr helfen kann, das ist wirklich, wenn du den Heiligen Geist besser kennenlernst. Die Bibel zeigt uns, der Heilige Geist ist eine lebendige, eine erfahrbare Person. Die dritte Person in der Gottheit. Das heisst, er ist ein Geist von der Liebe. Er liebt dich genauso, wie Jesus dich lieb hat. Und ich will dir sagen, du kannst eine Beziehung, eine persönliche Beziehung darum mit ihm haben, weil er eine Person ist. Zweitens, er ist allwissend. Er weiß, was dein Herz belastet. Er kennt dein Gestern, dein Heute, er kennt deine Zukunft. Und er weiß vor allem, wie mächtig das Werk von Jesus Christus am Kreuz für dein Leben war. Und er weiß, was es braucht, damit du wirklich immer mehr in die Freiheit kannst reinkommen, die du brauchst. Und ich will dir auch Mut machen, red mit dem Geist Gottes. Wenn es Sachen gibt, die dich irgendwo knebeln, die dich fesseln, die dich nicht loslassen, sag es ihm. Er hat Macht, dich frei zu machen davon und will das auch tun. Der Heilige Geist ist auch jemand, der allgegenwärtig ist. Weißt du, er lässt dich nie allein. Er will dich begleiten. Die Bibel sagt sogar, er wohnt in uns innen. Und jemand, der hier innen wohnt, in unserem Leben, der geht auch nicht mehr weg. Er lässt zu und er will dich nie im Stich lassen. Nicht nur das, er ist auch kraftvoll. Er ist mächtig genug, alles zu lösen, wo du Knöpfe drin hast. Und er ist auch ein heilender Geist. Es heisst von Jesus, dass Jesus durch den Heiligen Geist Menschen geheilt hat, Menschen gesund gemacht hat. Und weißt du darfst dein Herz auch einfach öffnen, dich innerlich ausstrecken zu ihm und sagen, Heiliger Geist, komm du, heil du auch in meinem Leben Sachen, die Heilung brauchen. Und dann, mit dem möchte ich schliessen. Lad ihn doch einfach ein, füll mich, Geist Gottes, mit deiner Freude. Es ist interessant, der Heilige Geist scheint eine sehr sensible Person zu sein. So scheint uns das in der Bibel auch entgegenzukommen. Eine mächtige, aber auch sehr sensible Person. Aber dort, wo er begehrt wird, dort, wo Menschen sagen, Geist Gottes, ich will dich lieben, ich will dich schätzen und ich will das, was du für mich willst tun, ich möchte das, dort kommt der Heilige Geist. Dort, wo er erbeten wird, kommt er auch. Und wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm, meinen wir damit nicht, dass er nicht schon da wäre, sondern wir beten damit im Sinn von, lass mich deine Realität, dass du da bist, wirklich spüren und das auch merken. Lass etwas jetzt geschehen in meinem Herz. Und du kannst ihm das einfach sagen, komm, Geist Gottes, füll mich doch jetzt gerade in dem Moment. Ich werde dich so einen Moment noch vom Gebet jetzt auch reinnehmen. Und möchte dich bewusst an die Hause einladen. Du kannst vielleicht deine Hände zu Gott emporstrecken. Du kannst deine Augen zumachen oder auch auftun, aufschauen, was auch immer dir hilft, dich zu konzentrieren. Und sag ihm doch, Heiliger Geist, ich danke dir für Gerechtigkeit, für Frieden und auch für die Freude in dir. Und ich möchte gerade jetzt an dem Pfingsttag mein Herz einfach öffnen. Komm du mit deiner Freude, erfüll du mich mit dieser Freude, die nur von Gott kommen kann. Ich will die anderen Sachen, die mich belasten, bewusst ablegen am heutigen Tag. Ich will meine Sorgen sagen, ihr müsst weggehen. Ich will Sachen sagen, die mich gefangen halten. Ihr habt eure Macht verloren in meinem Leben, im Namen von Jesus. Ich bin frei, befreit und offen, dass Gottesgeist, dass du mich erfüllst mit dieser göttlichen Freude. Und ich will darum zu dir kommen. Ich will anfangen, dir Danke sagen. Ich will anfangen, jubeln. Ich will mich anfangen, freuen in dir. Es heisst doch, freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und genau das will ich jetzt tun. Und ich will jetzt für einen Moment bewusst auch noch innehalten und stillhalten und dich einfach begehren und dir sagen, lass die Freude nicht nur jetzt in mein Leben strömen, sondern lehre mich, in dieser wunderbaren Freude zu leben und hilf mir, dass mir nichts und niemand die Freude mehr in dir klaut. Amen.